Willkommen zu einem neuen Ausbauvideo. Heute widmen wir uns diesen Fensterisolationsmatten, die man selber nähen kann, und auch diesen Matratzenbezügen. Beides schafft man so zu einem Viertel der Kosten, wie wenn man es fertig kaufen würde. Wir beginnen mit der Fensterisolation, und zwar war hier für uns der Hauptgedanke, dass ja durch die Fenster die meiste Hitze oder auch Kälte in das Fahrzeuginnere kommt. Den Rest des Vans haben wir isoliert, aber beim Glas war das ja so nicht möglich. Deswegen haben wir uns entschieden, solche Isolationsmatten zu nehmen. Vorhänge sind da natürlich auch eine Option, aber die dienen eher als Sichtschutz als tatsächlich als Isolation. Nun, für solche Isolationen gibt es natürlich auch fertige Produkte zu kaufen, für spezifische Fahrzeugmodelle. Da ist aber der Kostenpunkt doch nochmal einiges höher. Das fängt bei etwa 500 € an und geht dann natürlich unendlich weit hoch. Das war uns dann noch ein bisschen zu viel. Dann gibt es noch so ein Zwischending, und zwar kann man bei verschiedenen Campingausstattern Do-it-yourself-Kits kaufen, wo man Matten kaufen kann an Meterware, die dann zuschneiden und vernähen. Da passt uns das Material nicht so ganz. Wir haben nämlich ganz viel recherchiert und herausgefunden, was für uns am besten passen würde. Und deswegen haben wir uns entschieden, und wegen der Kosten, diese Dinger selber zu nähen. Dadurch haben wir volle Kontrolle darüber, welche Stoffe wir verwenden, welche Schichten wir in die Isolation vernähen und welche Eigenschaften das dann schlussendlich hat. Bevor ich jetzt aber ins Technische gehe, beschreibe ich euch noch kurz, wie wir das jetzt gemacht haben, was so unsere Überlegung war und auch das Optische ein bisschen. Und zwar haben wir uns, dadurch, dass wir jetzt alles selber festlegen konnten, haben wir uns entschieden, für innen eine Türkis- oder einen petrolfarbenen Stoff zu verwenden, und hinten haben wir einen schwarzen Stoff. Dazu komme ich jetzt gleich noch. Damit die verschiedenen Schichten der Isolation sich nicht verschieben und sie an Ort und Stelle bleiben, ist es notwendig, über den Stoff auch auf der großen Fläche zwischendurch zu nähen. Da haben wir uns entschieden, helleren Faden zu verwenden, da wir das nicht nur aus praktischen Gründen machen wollen, sondern auch gleich als Designelement. Da haben wir also einen sehr hellen, türkisfarbenen Faden verwendet, und wir haben hier die Zwillingsnadel eingesetzt. Dadurch kann man in der ganz normal handelsüblichen Haushaltsnähmaschine eine Nadel einspannen, die unten aber zwei Enden hat, und dadurch hat man parallel immer zwei Bahnen an Faden, was optisch, denke ich, ein bisschen besser aussieht, aber auch nochmal mehr Stabilität bietet. Auf der Rückseite haben wir den schwarzen Stoff, und hier kann man diskutieren. Schwarzer Stoff absorbiert die Hitze der Sonne. Das heißt, eigentlich müsste man einen hellen Stoff oder im Idealfall gleich auch Aluminium als Außenschicht verwenden. Da wir nicht nach außen hin zeigen wollen, dass hier ein Camper ist, haben wir uns entschieden, trotzdem schwarzen Stoff nochmal außen zu verwenden. Wir haben aber sehr dünnen schwarzen Stoff genommen, sodass der Effekt möglichst gering gehalten wird, aber trotzdem die dunkle Farbe von außen sichtbar ist. Nun zu den tatsächlichen Isolationsmaterialien. Hier blenden wir euch ein, in welcher Reihenfolge wir die verwendet haben, angefangen von außen, also von der Fensterseite nach innen. Grundsätzlich, um eine gute Isolation zu erreichen, braucht es auch Luftschichten zwischen den einzelnen Isolationsschichten. Also haben wir eine luftbeinhaltende Kunststoffschicht, so einen Kunststoffschaum verwendet, zweimal, und auch zweimal eine Aluminiumschicht. Beides kriegt man ganz einfach im Baumarkt, und die Funktion ist, dass das Aluminium die Hitze wieder zurück sozusagen abprallen lässt, und die Luftschicht dient dazu, dass diese Isolation, diese Hitze nicht so weit durchkommt. Außerdem wurde noch ein UV-beständiger und wasserabweisender Stoff verwendet, sodass auch das Kondenswasser von der Scheibe nicht in das Innere dieser Isolationsmatten kommt. Und natürlich haben wir auch noch diesen schwarzen Außenstoff und den petrolfarbenen Innenstoff verwendet. Nachdem wir uns also auf die Materialien festgelegt hatten, konnten wir die Schablonen zuschneiden. Die haben wir direkt dem Fenster nachgeschnitten mit Papier, das wir noch zu Hause hatten. Und dementsprechend haben wir dann den Stoff und die anderen Dinge eingekauft.
Und wir haben alle Schichten bis auf den Innen- und Außenstoff, also den bei uns schwarzen und petrolfarbenen Stoff, haben wir genau gleich groß zugeschnitten wie auch die Fenster und haben das so dann angenäht. Die zwei Außenstoffe, also den schwarzen und petrolfarbenen, haben wir größer geschnitten, sodass wir außenrum um das Fenster herum genug Platz hatten, hier zum Beispiel jetzt 2 cm, sodass wir da die Magnete einnähen konnten und diese Magnete dann am Metall um das Fenster herum die Isolationsmatten tatsächlich auch festhalten. Und wie das tatsächlich hält mit den Magneten und damit ihr auch endlich das Endresultat mal richtig seht, habe ich hier diese eine Matte für eines unserer Heckfenster und ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Es geht super einfach. Ich schiebe das hier so rein, an das Fenster ran, einmal rundherum. Man muss es nur einmal kurz anstreichen und schon hält es von alleine. Also es ist wirklich super einfach. Das Einnähen hat sich wirklich gelohnt und es ist elegant gelöst, denke ich. Und wie man sieht, auch am helllichten Tag kommt hier kein Lichtstrahl rein. Also es ist wirklich absolut abgedunkelt. Und bevor wir jetzt dieses Thema abschließen, zeige ich euch noch unser Seitenfenster. Das ist von der Form her ja etwas spezifischer, aber auch hier ist es gar kein Problem und super easy, das zu nähen mit jeder handelsüblichen Haushaltsnähmaschine. Also wirklich keine Angst davor. Hier funktioniert das natürlich genau gleich wieder mit den Magneten. Die kann man einfach ranhalten und dann hält das Ganze. Und die halten sogar so gut, dass ich die Tür jetzt zuschlagen kann und es trotzdem hält. Bevor wir aber zur Matratze übergehen, würde mich interessieren, ob ihr euch auch so eine Fensterisolation selber nähen möchtet oder ob ihr euch vielleicht nicht traut. Ich fand es am Anfang etwas einschüchternd, aber im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es absolut machbar ist. Schreibt es doch unten in die Kommentare rein, ob ihr was selber nähen möchtet oder ob ihr lieber was Fertiges bestellt und wieso auch, was eure Beweggründe sind. Und damit kommen wir nun zur Matratze. Wie ihr vielleicht auch schon hier erkennen könnt, wir haben nicht ein fixes Bett, sondern wir haben ein Ausziehbett, das dadurch 3 Stück an Matratzen braucht. Zum Bett selbst, wie wir das gebaut haben, wieso wir uns für dieses Modell entschieden haben, da haben wir ein Video gemacht und das verlinken wir euch hier oben, da könnt ihr das gerne mal anschauen und ein bisschen mehr erfahren. Zur Matratze selbst jetzt. Wir haben hier das zweitgrößte Stück hinter mir, das ist die Lehne, die nachher die zweite Liegefläche bildet. Ich sitze hier auf dem größten Stück, das als Sitzfläche und später auch als Liegefläche dient. Und dann, und das werde ich auch als Beispielstück nutzen, haben wir hier dieses kleine Stück, das wir nutzen, um auf dem Kühlschrank die Sitzfläche zu nutzen, wenn wir im Sofa-Modus sind. Die Matratze selbst haben wir in der IKEA gekauft. Wir sind da probelegen gegangen und haben uns dementsprechend eine Matratze ausgesucht. Für unser 1,40 Bett haben wir eine 1,60 Meter Matratze genommen. Für die Art, wie wir es zuschneiden wollten, hat das am besten gepasst, um das so zusammenzusetzen. Was man allerdings auch erkennt, unsere Matratze ist recht hoch. Und das kann unter Umständen zu Nachteilen führen. Auf jeden Fall muss man das unbedingt mit einberechnen, wenn man das Bett konzipiert. Denn unter Umständen kann das doch nochmal 20-25 cm zusätzlich auf das Bett hochtragen. Noch ein bisschen zur allgemeinen Logik, wieso wir uns so entschieden haben, diese Matratzenbezüge so zu nähen. Wir haben nämlich 2 Bezüge gemacht. Einen für die Matratze selbst. Das ist einfach nur ein leichter weißer Stoff, der die Matratze schützen soll. Allerdings haben wir hier diesen dunklen Bezug, den zweiten, und da haben wir auch einen Reißverschluss, sodass wir den abnehmen können, denn den möchten wir waschen können. Und das ist mit diesem Reißverschluss wirklich super einfach. Wir haben bei den 2 großen Kissen haben wir den der Länge nachgemacht, sodass man den ganz einfach runternehmen kann und in der Waschmaschine waschen kann. Dieser Reißverschluss befindet sich natürlich immer auf der Rückseite, sodass man ihn im Tagesgebrauch nicht sieht. Und außerdem auf der Rückseite ist auch noch hier diese Henkel. Daran soll es einfacher sein, diese Matratzen auch herumzutragen und zu bewegen. Übrigens zeige ich euch hier noch kurz, das hier ist dann dieser weiße Innenbezug. Der ist manchmal auch nicht ganz so genau genäht, aber das ist ja bei dem auch nicht wichtig, denn normalerweise sieht man den auch nicht. Der Verschluss ist einfach mit Klettverschluss, man kommt da ganz einfach an die Matratze ran. Und schlussendlich haben wir hier die letzte Nacht nicht mal fertig gemacht. Ja, dafür hat wohl die Zeit nicht gereicht. Aber eben der hier bleibt auch immer dran und der dient nur als Schutz für die Matratze an sich.
wie bei den meisten Sachen, die man näht, näht man ja links auf links. Das heißt, wenn ich zwei Stoffe aneinander nähen will, dann nehme ich die schönen Seiten und lege die aneinander, sodass ich eigentlich die Rückseiten sehe und nähe dann drüber. Das sieht man auch hier ganz schön. Wir haben hier eigentlich so diese Stoffe aufeinander gelegt und dann hier durchgenäht. Hier sieht man außerdem auch noch, dass wir hier einmal an der Stoffkante, wo wir geschnitten haben, auch einen Zickzackstich noch gewählt haben. Der soll dazu dienen, dass der Stoff nicht ausfranst. Aber das sind eigentlich so Näh-Basics und ich glaube, dazu gibt es so viele Informationen im Internet. Da bin ich die falsche Person, da die richtige Information zu geben. Jetzt noch ein paar Details zum Reißverschluss. Den haben wir an der Rückseite gemacht und normalerweise auch etwas um die Ecke herum, sodass man den Bezug besser abziehen kann. Hier konkret bei diesem einen Kissen habe ich es nicht gemacht, da das ja von außen auch an drei Seiten sichtbar ist. Und deswegen wollte ich nicht, dass man da den Reißverschluss sieht. Da haben wir also nur eine Seite mit Reißverschluss. Ich zeige das mal kurz hier noch. Hier sieht man das besser. Dadurch, dass das hier um die Ecke geht, musste man diese Seite Stoff aufteilen. Und zwar in einen größeren Stoff, das ja ein ganzes Stück ist, und dann hier zwei Streifen in der Dicke, die dann halt dazu passt, auf welcher Höhe man den Reißverschluss möchte. Und dieser Streifen hier wurde dann mit dem Längsstreifen hier vernäht. Wir haben den Reißverschluss, wenn ich das hier nochmal drüber ziehe, haben wir etwas weiter unten platziert, sodass hier dieser Streifen dünner ist. Und man sieht hier auch ganz gut, wie wir den vernäht haben. Und zwar geht der Stoff, wenn ich das hier mal zumache, geht der Stoff hier über den Reißverschluss drüber. Das heißt, der Stoff sollte diesen Reißverschluss auch verdecken, wenn er geschlossen ist. Das klingt jetzt alles doch nach recht viel Aufwand und viel Können, das man mitbringen muss, ist aber wirklich nicht so. Der Aufwand, ja, man muss ein bisschen Zeit mit einrechnen, aber ich habe mir wahnsinnig vieles von dem, was ich hier gerade beschrieben habe, habe ich mir selbst beigebracht, während ich die Isolationen oder auch die Matratzenbezüge genäht habe. Also wirklich keine Angst davor, das ist wirklich alles gut machbar. Wir verlinken auch unten in der Videobeschreibung nochmal die Materialien, die wir verwendet haben, damit es ein bisschen konkreter ist für euch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch nochmal wirklich mehr ins Detail oder irgendwas, das ich vielleicht nicht erwähnt habe, schreibt es doch unten in den Kommentaren rein. Ich werde die gerne beantworten und habt wirklich keine Angst, ihr könnt das sicher auch machen. Ansonsten hoffen wir, dass das Video für euch auch nützlich war, dass ihr davon ein paar Infos mitnehmen konntet. Wenn dem so war, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, da haben wir noch ein paar weitere Ausbauvideos und es geht auch bald wieder mit dem Reisen los. Da kommt sicher bald wieder Content. Also bis bald wieder. Tschüss! Der Esel ist nicht so begeistert.